Guten Morgen, Freunde. Bei frostigen -2 Grad geht's los mit dem Weinschnitt. Dieses Mal schon das 7. Jahr in Folge. Wir machen die Klettdinger ab und los geht's. Und falls ihr die letzten Jahre verpasst haben solltet, möchte ich euch erstmal den Wein vorstellen. Wir haben hier eine weiße Traube und hier eine rote Traube. Das sind unsere beiden ältesten Weinreben, die wir hier haben. Hier auf der anderen Seite sind noch mehrere rote Trauben aus verschiedenen Jahrgängen und hier unten noch eine hellrote Traube. Auch diese Reben werde ich gemeinsam mit euch dieses Jahr schneiden. Und in den letzten Jahren habe ich euch erklärt, wie wir aus dieser komplett verwachsenen Rebe wieder einen schönen geraden Weinstock rausgearbeitet haben. Hier suche ich mir den kräftigsten Trieb fürs nächste Jahr raus. Und alle anderen werden weggeschnitten. Der kräftigste Trieb wird auf 2 Augen eingekürzt. Als Augen bezeichnet man diese kleinen Knospen hier, die sich überall am Weinstock schon gebildet haben. Und daraus kommen dann die Triebe fürs nächste Jahr. Bei der nächsten Etage haben wir einen Trieb, der nach hinten gewachsen ist, den Alttrieb vom letzten Jahr und einen schönen Trieb, der nach vorne gewachsen ist. Und den werde ich auch als Trieb fürs nächste Jahr belassen. Auf dieser Ebene hier sind 2 wunderschöne Triebe gewachsen. Jetzt muss ich mich für einen entscheiden. Ich nehme den unteren, weil er kräftiger ist. Hier auf dieser Ebene sind sehr viele Triebe rausgekommen. Der hier ist in die falsche Richtung gebogen und viel zu klein, der kommt weg. Der hier ist auch zu schwach, der kommt auch weg. Der hier darf bleiben. Und die hier hinten, die sind Richtung Wand gewachsen, auch die müssen entfernt werden. Wie ihr sehen könnt, sind die Triebe alle schön gerade gewachsen. Das liegt aber nicht daran, dass Wein üblicherweise so wächst, sondern dass ich die bereits im Sommer schön gerade gebogen habe und angebunden habe an dem Gitter. Das bezeichnet man als Sommerschnitt. Schaut euch dieses Video auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt. Und ein Trieb ist hier aus einem schlafenden Auge direkt nach vorn gewachsen, aber auch viel zu schwach. Wir hoffen natürlich, dass im neuen Jahr wieder mehr Triebe aus dem Stamm austreiben, die wir dann als neue Fruchttriebe aufbauen können. In dieser Ebene haben wir in beide Richtungen Austriebe, aber nur in eine Richtung werde ich die Austriebe auch zu neuen Fruchttrieben fürs nächste Jahr aufbauen. Einer geht wieder nach hinten und der andere geht nach vorne. Der wird belassen als Fruchttrieb fürs neue Jahr und auf 2 Augen zurückgekürzt. Der hintere kommt weg und der an der Seite in die andere Rebe reinwächst, kommt natürlich auch weg. In der nächsten Ebene sind 2 gute Triebe rausgekommen, beide in Richtung der anderen Rebe. Das ist eigentlich gar nicht gut und die sind auch viel zu dicht an der letzten Ebene dran. Im normalen Weinschnitt würde man diese wahrscheinlich komplett rausnehmen, aber ich lasse sie hier stehen. Und so schneiden wir den Wein nach diesen Gesichtspunkten, bis wir oben an der Spitze angekommen sind. Was ich hier mache, ist der sogenannte Spalierschnitt oder Palisadenschnitt. Im Weinberg macht man den Burgrebenschnitt oder es gibt noch viele andere Weinschnitte. Ich finde den Spalierschnitt aber für den Garten am geeignetsten, weil er wenig Platz wegnimmt. Diesen senkrecht stehenden Trieb haben wir uns letztes Jahr erzogen, damit die Weinrebe nach oben weiter wachsen kann. Ob das im Weinanbau so clever wäre, das wage ich zu bezweifeln. Aber für hier ist es eigentlich gar keine so schlechte Idee und deswegen behandle ich diesen Trieb, als wäre es die Fortsetzung vom dicken Trieb hier unten. Und damit ist die erste Rebe fertig geschnitten. Weiter geht's mit der blauen Traube und zwar wieder ganz unten. Wir haben festgestellt, dass die Trauben, die ganz unten wachsen, sehr schnell faulen und deswegen schneiden wir alles, was unter Kniehöhe ist, zurück. Doch leider hat diese rote Traube nicht wirklich viele Austriebe. Erst hier oben geht's weiter. Das ist unser nächster Austrieb. Der wächst in Richtung der weißen Traube, aber hier haben wir leider keine andere Möglichkeit, da es unser einziger Trieb ist. Schließlich kommen da oben noch 2, 3 spörrige Triebe und auch die werden auf 2 Augen zurückgeschnitten. Und damit ist auch die rote Traube geschnitten und weiter geht's da drüben. Und das ist unsere zweite Weinwand. Und wie ihr sehen könnt, haben wir unser Vorhaben vom letzten Jahr verwirklichen können. Diese Wand wurde komplett neu gestrichen
Und wenn ihr sehen wollt, wie wir das gemacht haben, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Die Folgen, wie wir das gemacht haben, kommen demnächst. Jetzt aber geht es erstmal ans Weinschneiden. Wir haben hier 6 sehr unterschiedliche Trauben. Einige sind schon relativ weit fortgeschritten, andere fangen gerade erst an, ihre Seitenäste auszubilden. Wir haben hier im Sommer schon die untersten Triebe weggeschnitten. In der ersten Ebene sind 2 schöne Austriebe. Der eine geht allerdings weit nach hinten zur Wand, der andere ist ziemlich dünn. Und in der Mitte ist der Trieb, den wir vom letzten Jahr haben stehen lassen. Warum sind die Triebe vom letzten Jahr alle tot? Das liegt daran, dass wir letzten April einfach Frost hatten und alle Triebe erfroren sind. Das heißt, die Weinreben haben alle komplett neue Triebe ausgebildet, die natürlich jetzt nicht in die Richtungen gehen, die wir eigentlich vorgesehen hatten. Wir fangen hier also quasi bei Null an. Wir schneiden hier bei diesen Reben nicht anders als bei den beiden am Haus. Aber hier ist es noch viel wichtiger, mehr Triebe wegzunehmen, damit die Reben alle ausreichend Platz haben. Und deswegen gehe ich hier wie beim Weinbau vor, dass wir ausreichend Platz zwischen den Trieben lassen und dass wir pro Rebe maximal 2 bis 4 Triebe übrig lassen. Und ihr seht schon, das ist eine ganze Menge, was weggeschnitten werden muss. Ich habe jetzt diese beiden Triebe hier stehen lassen als eine Etage. Dann kommt eine ganze Weile nichts. Und hier oben haben wir einen sehr schönen Austrieb hier. Dann hier einen mittleren Austrieb. Hier oben einen abgeknickten Austrieb. Hier ist noch ein sehr schöner. Hier ist einer, der sich hier hinten lang gebogen hat. Und dann kommt hier oben die oberste Etage. Hier oben werde ich jetzt einen belassen und ich werde hier oben noch einen belassen. Der Rest kommt weg. Bei der nächsten Rebe sind unten ganz schön viele Austriebe noch dran, die wir im Sommer nicht abgeschnitten haben. Die nehme ich bis auf Kniehöhe alle weg. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir auf der linken Seite einen dünnen Austrieb und auf der rechten Seite 2 dickere. Natürlich möchte ich dort eher die Triebe in die linke Seite fördern als in die rechte, an der gleich die nächste Rebe steht. Hier ist auch schon wieder ein erfrorener Trieb vom letzten Jahr. Da haben wir hier einen neuen Austrieb und hier 2. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich eher auf den hier konzentrieren und werden den hier rausnehmen und den Rest wegnehmen. Ich kann mich immer so schlecht von Weinreben trennen. Auf jeden Fall geht es dann hier oben weiter. Hier ist ein Austrieb, der ist zu dicht an den unteren dran. Deswegen schneide ich ihn weg. Anschließend kommt hier unsere nächste Ebene. Doch auch die hier ist zu dicht an der anderen Rebe dran. Und der hier ist zu schwach. Und deswegen werde ich bei dieser Rebe nur die oberste Ebene aufbauen. Hier habe ich jetzt einen gelassen und da unten einen. Und das reicht völlig aus. Und dann geht es auch schon weiter mit dieser Rebe hier. Die hat hier einen Austrieb, hier und hier oben eine ganze Menge. Den hier unten kürze ich auf 2 Augen ein. Der hier kommt ganz raus. Der ist zu dicht an den anderen. Ebenfalls dieser hier. Und hier oben wird sich dann im neuen Jahr alles abspielen. Wir haben hier einen verwachsenen Bogentrieb, einen sehr kräftigen Trieb nach rechts und einen Alttrieb nach links. Ein weiterer sehr dünner Trieb ist auch noch nach hinten gewachsen. Die dünnen Triebe werde ich alle rausnehmen, ebenso den Alttrieb und den verwachsenen Bogentrieb ebenfalls. Nur der seitwärts gerichtete Trieb wird bleiben dürfen. Und damit haben wir auch bei dieser Rebe hier oben einen Austrieb und hier unten. Und das war's. Kommen wir zur 4. Rebe. Die hat ganz unten einen Austrieb. Der nächste Austrieb ist dann hier. Und ich habe mich entschieden, beide wegzunehmen. Denn hier haben wir 4 Austriebe, 2 dünne und 2 kräftige.
Und ich werde diesen hier lassen und die anderen 3 wegschneiden. Dieser darüber ist zu dicht dran und der kommt weg. Und hier haben wir 2 richtig schöne Austriebe und davon werde ich natürlich den kräftigen stehen lassen. Das hier ist ein toter Ast, der kommt natürlich weg. Und das hier oben, das ist wieder ein erfrorener vom letzten April und ein sehr dünner, den ich auch rausnehmen werde. Bleiben also nur die 2 Triebe hier oben und da behalte ich den, der senkrecht nach oben geht und der andere kommt weg. Also haben wir jetzt bei der 4. Rebe 3 Triebe stehen lassen. Diesen hier oben, den hier und diesen hier. Und damit geht es zur jüngsten Traube, die wir erst vor ein paar Jahren eingepflanzt haben. Die ist noch mitten im Erziehungsschnitt. Der Haupttrieb nach oben ist nicht wirklich gut gewachsen. Wir haben 2 Seitentriebe, einen kräftigen und einen nicht ganz so kräftigen. Deshalb lasse ich beide Seitentriebe erstmal stehen und kürze nur den Haupttrieb oben ein und die anderen beiden auf 2 Augen zurück. Und damit kommen wir auch schon zur letzten und 6. Rebe hier in diesem Garten. Hier unten sind mehrere Austriebe unter Kniehöhe, die kommen alle weg. Und hier ist unser erster kräftiger Trieb, der wird behalten und die schräg nach oben gehenden und den erfrorenen aus dem April schneide ich auch raus. Theoretisch bräuchte ich den hier schräg unten gar nicht stehen lassen, denn ich habe hier oben wundervolle Triebe, die eigentlich ausreichen fürs nächste Jahr. Dieser kräftige hier bleibt auf jeden Fall stehen, die anderen beiden kommen weg. Diese 2 dürren Stäbchen hier und dieser schräge Ast sind nicht gut fürs nächste Jahr, die kommen beide raus. Hier habe ich 3 mehr oder weniger kräftige Austriebe, den unteren werde ich behalten, die anderen 3 kommen weg. Und ihr seht auch wieder den erfrorenen aus dem April. Hier ist es vollkommen klar, was ich behalten werde. Bleibt als letztes die oberste Ebene. Die 2 kräftigsten Haupttriebe werde ich auf 2 Augen zurückkürzen und die anderen werden alle weggeschnitten. Und so sieht das Ganze jetzt am Schluss aus. Und das war's auch schon mit dem Weinschnitt in diesem Jahr. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch und lasst bitte auch ein Abo da, denn dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, ciao!